Willkommen zu Miguel kocht. Heute das Thema Küchengeräte. Küchengeräte, ich habe mal die gefährlichsten so mitgebracht, was uns so verletzen könnte und berühren könnte. Das Wichtigste ist wohl die Küchenmaschine. Also hier müssen wir schon so ein paar Sachen beachten. Wichtig ist immer ausgesteckt lagern bzw. aufbewahren und erst kurz vor Betriebnahme einstecken. Wir stecken die ein und bestücken dann die Maschine so, dass alle Teile, die benutzt werden, die arretiert werden müssen, auch wirklich fest sitzen. Und gehen hin und haben vergewissert, dass alles fest sitzt und schalten dann erst an. Ganz wichtig. Nach und nach und werden dann immer höher und immer schneller. Wenn wir sie ausgeschaltet haben, laufen Maschinen immer noch ein bisschen nach. Hier gebe ich mal zu bedenken, Ketten, Schmuck, bei den Frauen lange Haare, bei den Männern lange Hipsterbärte in so einer Küchenmaschine. Sieht echt uncool aus und tut auch verdammt weh. Daher Kette ab, Bart stutzen, Haare zusammenbinden und dann kann es losgehen. Wir haben noch weitere Funktionen von dieser Maschine. Und zwar kann man damit auch zum Beispiel reiben. Also man kann die so ein bisschen umbauen. Das kann man eigentlich alle, diese multifunktionalen Küchenmaschinen. Das ist jetzt das Modell, kann aber auch ein anderes sein. Aber auch hier ist es uns halt wichtig, den optimalen Sitz zu haben. Ich mache es mal an einem Beispiel von einer Möhre. Wir starten die Maschine. Und was jetzt wichtig ist, ist natürlich, dass wir nicht mit Fingern oder mit dem Holzkochlöffel so ein bisschen nachdrücken und versuchen, da ist da noch irgendwas. Das machen wir nicht. Wenn der Schutz nicht vorhanden ist, ist es unabdinglich, einen neuen zu kaufen. Ihr habt keine andere Wahl, weil Finger ab ist Finger ab. Das ist ganz klar. Also dann Möhre rein und mit dem Schutz hinterher. Zack, ausgeschaltet und von mir aus können wir das so rausholen. Möhre klein, Finger noch dran, alles richtig. Gibt ja noch mehr Reiben in der Küche. Die klassische ist diese sogenannte Vierkantreibe. Ne? Da haben wir so verschiedene Möglichkeiten, etwas grob, fein, in Scheiben, ganz, ganz fein für Reibekuchen zum Beispiel zu reiben, zu raspeln. Das Wichtigste ist ja immer zum Schluss die Kartoffel, so das letzte bisschen, was man noch unbedingt mitnehmen will. Das tut am meisten weh. Und man sagt zwar, in guten Reibekuchen ist immer ein Tropfen Blut drin. Finde ich aber echt eklig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, deswegen mein Tipp, ein Handschuh. Einen sogenannten Schnittschutzhandschuh, der waschbar ist. Also keine Angst, der ist lebensmittelecht. Das könnt ihr wunderbar benutzen. Und dann könnt ihr auch wunderbar bis zum Ende, am besten noch auf dem Stand, so, und reiben. Die letzte Reibe, meine Lieblingsreibe, ist so in den letzten Jahren so ein bisschen hervorgekommen. Und zwar ist es so eine pfeilartige Reibe, sage ich jetzt mal. Jetzt gehen wir natürlich hin und machen uns den Schnittschutzhandschuh auf die andere Hand, wo wir das Schnittgut haben ihn da drin und gehen jetzt hin und bedienen die Reibe wie eine Feile und haben hier wunderbaren Zitronenabrieb und haben wirklich nur das Gelbe von der Zitrone runter. Das gibt es so zum Thema Reiben für euch zu sagen. Und passt schön auf die Finger auf.